Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Norbis Kochstunde und dieses Mal grillen wir und zwar 3 Hähnchen auf einmal. Und zwar auf meinen umgebauten, angetriebenen Grillspieß. Aber erstmal müssen wir die Hähnchen vorbereiten. Da schneiden wir die Flügel ab, die würden sowieso nur verbrennen, und den Bärzel, den schneiden wir auch ab, den braucht man nicht. Wir salzen dann die Hähnchen sehr stark von innen, verschnüren die Hähnchen schön und schieben dann die Hähnchen auf die Grillstange drauf. Ja, warum verschnüre ich denn die Hähnchen so richtig gut? Also, wenn wir sie nicht verschnüren würden, täten die Schlägel und die Flügel seitlich rausfallen und das Hähnchen würde Gefahr laufen, irgendwo hängen zu bleiben, während sich der Spieß dreht. Also, wir verschnüren die Hähnchen, sodass sie nirgends hängen bleiben. Weiter komme ich nochmal zum Salzen zurück. Wir salzen von innen das Ganze ja sehr stark, das haben wir schon gesagt, aber wir salzen auch das Hähnchen nachher von außen sehr stark. Und zwar nur salzen. Wir nehmen jetzt keine Marinade oder sonst irgendwas, sondern wirklich nur Salz. Das reicht vollkommen aus. Mariniert wird nachher kurz vor Schluss. Zum Verschnüren nehme ich natürlich einen Naturfaden. Und weiter werde ich die überstehenden Fäden nach dem Zusammenschnüren natürlich auch abschneiden. Wisst ihr eigentlich, ich bin so happy, dass ich so einen angetriebenen Spieß habe. Das war schon immer ein Traum von mir, Hähnchen zu braten auf einem drehbaren Spieß. Und den Spieß, den habe ich vom Weber-Grill und den habe ich für meinen großen Grill extra umgebaut. Und die Vierkantstange habe ich höchstpersönlich passend gefeilt. Ja, warum gefeilt? Na, was lernt man im ersten Lehrjahr als Mechaniker? Indem man einen Radius an einen Vierkant ranfeilt. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber damals war es so. Und deswegen konnte ich ohne Probleme dort an den Vierkant einen Radius ranfeilen. Und somit konnte ich meine eigene Stange herstellen. Da stellte sich ja nur noch die Frage, ob der Motor auch die Leistung bringt. Weil erstens ist die Stange viel länger und es passen auch mehr Hähnchen drauf. So, die Hähnchen sind jetzt auf dem Spieß drauf und dann, wie schon gesagt, salzen wir auch die Hähnchen auch gut von außen. Dann wird der Spieß fertig hergerichtet und wir können den Spieß dann in die Motoraufnahme vom Antriebsmotor des Weber Rotisserie einführen. Wir machen dann den Deckel vom Grill wieder zu und dann lassen wir das Ganze schön grillen, vor sich hin grillen. Bei 180 Grad macht auch nichts, wenn es 200 Grad wären. Sache, der Antrieb läuft kontinuierlich und wir haben Auffangschalen unter die Hähnchen drunter gemacht. Sonst verbrennen die Hähnchen, glaubt mir. Die Hähnchen werden permanent Saft verlieren und der Saft und das Fett, ist ja auch Hähnchenfett, könnte eventuell dann in Flammen stehen. Und ihr kriegt das gar nicht mit, weil das Ganze ja zu ist. Gut, jetzt sind die Hähnchen bald fertig, jetzt können wir die Marinade vorbereiten. Hier nehme ich eine ganz einfache Marinade und zwar aus flüssiger Butter, Paprikapulver und Honig. Das Ganze gut verrühren und dann geben wir das auf die drehenden Hähnchen drauf. Und dann lassen wir die ganzen Hähnchen nochmal bei 250 Grad 10 Minuten lang drehen. So, die Hähnchen sind fertig. Wir können sie aus dem Grill herausnehmen. Ja, da tragen wir natürlich Schutzhandschuhe. Das ist natürlich alles so richtig super heiß. Und dann holen wir die Hähnchen vom Spieß runter. Ja, und Jessie hat auch schon ihre Ansprüche angemeldet. Die will da nachher auch was davon abhaben. Und wie ihr es vielleicht schon wisst als Hundebesitzer,
von gekochten, gegarten, gegrillten Hähnchenknochen darf ein Hund nichts abbekommen. Ganz wichtig, sondern sie kriegt von uns nur Fleisch. Und natürlich muss das Fleisch ungewürzt sein, auch klar. Ja, und jetzt, bevor wir alles auftischen, probiere ich mal kurz dieses super leckere Hähnchen, was natürlich auch super saftig ist. Da läuft mir schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Aber wir sind am Ende angekommen von dieser Folge. Und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt am Ball.